Willkommen von meiner Seite. Ich freue mich, hier zu sein und die Gelegenheit zu haben, zusammen mit meinem Kollegen Jun mit Ihnen über unseren Mercedes-Benz e-Citaro Fuel Cell zu sprechen und zu diskutieren. Der Mercedes-Benz e-Citaro Fuel Cell ist das Thema dieses ausführlichen Einblicks. Sie werden wahrscheinlich erwarten, dass ich direkt auf die Vorteile dieses Fahrzeugs eingehe und Ihnen erzählen, warum es der leistungsstärkste Brennstoffzellen-Stadtbus auf dem Markt ist. Und genau das werde ich nicht tun. Bevor wir über den Mercedes-Benz e-Citaro Fuel Cell und seine neue Technologie sprechen, müssen wir definieren, was ist denn die Technologie und was bedeutet denn diese Technologie für uns? Technologie ist immer ein Wegbereiter. Es ermöglicht etwas, was ohne Technologie nicht möglich gewesen wäre. Für uns ist Technologie ein wichtiger Hebel, um einen Mehrwert für unseren Kunden und die Gesellschaft zu schaffen. We build to solve. So denken wir, so ticken wir, so innovieren wir, so entwickeln wir, so produzieren wir und so verkaufen wir auch unsere Omnibusse. Nachdem ich das jetzt gesagt habe, wo kommen wir her? Man kann sagen, über Jahrzehnte haben wir alle Transportprobleme mit Diesel gelöst. Und rückblickend ist es ziemlich bemerkenswert. Wenn man sich die unterschiedlichen Transportaufgaben anschaut, von einem Stadtbus in Schweden oder in Sao Paulo, über einen Schulbus für unsere Kinder, den Hotelshuttle, die sie zum Flughafen fährt, bis zum Reisebus quer durch Europa. Es gibt viele verschiedene Transportaufgaben, plus gesetzliche und auch individuelle Kundenanforderungen. Und wir haben sie immer mit einer Technologie auf der Antriebsseite gelöst, nämlich Diesel. Warum? Weil es den besten Wert für unseren Kunden geschaffen hat. Schon seit einigen Jahren erleben wir aber einen massiven Wandel in unsere Industrie. Es ist die Dekarbonisierung. Wir müssen unseren CO2-Ausstoß so schnell wie möglich auf Null senken, um den Klimawandel zu minimieren. Wir spielen da eine wichtige Rolle und tragen dort auch eine große Verantwortung. Was ist denn die resultierende Strategie? Klar, im Endeffekt haben wir mit dem batterieelektrischen und wasserstoffbasierten Antrieb lokal null Emissionen. Dual Strategy. Wir bei Daimler Buses verfolgen eine zweigleisige Strategie mit zwei sich ergänzende Technologien. Batterieelektrische und wasserstoffbasierte Antriebe. Manche fragen sich vielleicht, warum beides? Die Antwort ist relativ einfach. Wir brauchen beides. In Zukunft werden die meisten emissionsfreien Bussen möglicherweise batterieelektrisch fahren, aber um alle heutige Dieselbusse mit grünem Strom zu versorgen, können wir uns sicherlich nicht nur auf eine Energiequelle und das Stromnetz verlassen. Wir brauchen einen zweiten Energieträger, der im großen Maßstab klimaneutral produziert werden kann. Eine Energiequelle, die transportiert, gespeichert und verteilt werden kann. Wasserstoff. Wir sind davon überzeugt, dass sowohl batterieelektrisch als auch wasserstoffbasierte Antriebe zukünftige globale Markttechnologien sein werden. Die Frage ist nur, welchen Anteil werden sie jeweils haben? Und dieses wird hauptsächlich von der Verfügbarkeit grüner Energie und die Infrastruktur sowie auch den Fahrzeuggesamtbetriebskosten abhängen. Letzteres ist stark getrieben durch die Preise für grüne Energie. Je nach Rahmenbedingungen und individueller Anwendungsfälle kann für unsere Kunden entweder Batteriestrom oder Wasserstoff die beste Lösung sein. Dies kann von Region zu Region und von Kunde zu Kunde unterschiedlich sein. Letztes Jahr in Barcelona präsentierten wir den ersten serienmäßigen Elektrobus mit Brennstoffzelle als Range Extender, den Mercedes-Benz e-Citaro Fuel Cell. Der neue emissionsfreie Stadtbus verbindet Reichweite mit einer hohen Fahrgastkapazität. Die Basis des e-Citaro Fuel Cell bildet einen batterieelektrischen Antrieb mit High-Performance-Batterien. Die Brennstoffzelle mit einer Leistung von 60 Kilowatt als Stromerzeuger aus Wasserstoff dient zur Verlängerung der Reichweite. Im Unterschied zu einem reinen Wasserstofffahrzeug mit kleiner Pufferbatterie ist der Mercedes-Benz e-Citaro Fuel Cell deutlich besser in der Lage, die beim Bremsen zurückgewonnenen Energie
in den großen Batterien zu speichern. Auch ermöglicht die große Batteriekapazität den Abruf hoher Antriebsleistungen über längere Strecken. Wegen der günstigen Gewichtsverteilung von der Batterien- und Brennstoffzelle ermöglicht der e-Citaro Fuel Cell eine hohe Fahrgastkapazität bis zu 129 Personen im Gelenkfahrzeug. Der e-Citaro Fuel Cell kann somit Stadtbusse mit Verbrennungsmotor nahtlos ersetzen. In der Betriebsstrategie Maximum Range Mode werden sowohl Batterieladung als auch Wasserstoffbevorratung maximal ausgeschöpft. Die Brennstoffzelle erarbeitet dabei stets im effizientesten Betriebsbereich. Mit der ab 2026 lieferbaren Generation NMC4 beträgt die Reichweite dann bis zu 700 Kilometer. Der Gelenkzug erreicht, ausgestattet mit NMC4-Batterien, dann bis zu 600 Kilometer. Eine andere Zusammensetzung der Zellchemie führt bei der NMC4-Batterien im Vergleich zu NMC3 zu einer höheren Energiedichte und damit einer höheren Speicherkapazität bei gleichem Bauraum. Und was ist auch neu? Daimler Buses erweitert die Einsatzmöglichkeiten. Künftig lässt sich der Mercedes-Benz e-Citaro Fuel Cell mit einer neuen zusätzlichen Betriebsstrategie betreiben. Mehr dazu wird Ihnen meine Kollegen Jun zeigen. Vielen Dank, Marc. Vielen Dank für die Einführung. Nun werde ich näher auf das heutige Highlight eingehen, der neue Batteriemodul von e-Citaro Fuel Cell, nämlich der H2-Modus. Bevor ich darauf einsteige, möchte ich euch zunächst einen Überblick über die verschiedenen Wasserstoffantriebskonzepte geben. Wie funktionieren sie? Welche Vorteile haben sie? Und welche Einschränkungen gibt es? Los geht's! Das erste Wasserstoffantriebskonzept heißt Wasserstoff Range Extender. Es ist auch als wichtigstes Antriebskonzept von e-Citaro Fuel Cell bekannt. Typischerweise bestehen Fahrzeuge als Wasserstoff Range Extender aus einer leistungsstärkeren Batterie mit größerer Speicherkapazität und einem Brennstoffzellenmodul. Die Hauptenergiequellen sind hierbei die in Batterien gespeicherte elektrische Energie sowie der im Wasserstofftanksystem gespeicherte Wasserstoff. Die Fahrzeugleistung und Antidynamik werden überwiegend durch die Batterie gewährleistet. Die Aufgabe vom Brennstoffzellenmodul besteht nur darin, die zusätzliche Energie zur Reichweiteverlängerung zu produzieren. Eine wichtige Sache zum Verständnis des Range Extenders muss an dieser Stelle erwähnt werden. Das Range Extender Fahrzeug muss nicht zuerst die Primärenergiequelle vollständig aufbrauchen, bevor die Sekundärenergie zum Einsatz kommt. Die sekundäre Energiequelle, in unserem Fall die nutzbare Wasserstoffenergie, kann von Beginn an verwendet und gleichmäßig über die Gesamtstrecke verteilt werden. Dank der intelligenten Verteilung der Brennstoffzellleistung kann das Brennstoffzellenmodul stets im Optimalwirkungsgradbereich arbeiten. Unten sehen Sie ein typisches Leistungswirkungsgraddiagramm eines Brennstoffzellenmoduls. Der Baubereich mit dem besten Wirkungsgrad ist auch der Bereich von unser e-Citaro Fuel Cell als Range Extender. Dank der Funktionsweise des Brennstoffzellenmoduls wird ein sehr effizienter Brennstoffzellbetrieb ermöglicht, was dem e-Citaro Fuel Cell eine Reichweite von bis zu 700 Kilometer verleiht. Dadurch können je nach Anwendungsfall des Kunden auch kleine Wasserstofftankstellen ausreichend sein. Das nächste Wasserstoffantriebskonzept heißt hier Wasserstoffvorhybrid. Es handelt sich um eine typische Markenanwendung, aber kein Produkt von Daimler Buses. Typischerweise bestehen Fahrzeuge als Wasserstoffvorhybrid aus einem Brennstoffzellenmodul und einer Pufferbatterie. Die Hauptenergiequelle hier ist ausschließlich der im Wasserstofftanksystem gespeicherte Wasserstoff. Die Fahrzeugleistung und Fahrdynamik werden überwiegend durch das Brennstoffzellenmodul gewährleistet. Daher muss das Brennstoffzellenmodul häufig im niedrigen und hohen Leistungsbereich arbeiten. Dies sind die gelb markierten Bereiche im untersten Diagramm, in denen das Brennstoffzelle einen ungünstigen Wirkungsgrad aufweist. Ein erhöhter Wasserstoffverbrauch
in diesem Bereich ist natürlich unvermeidbar. Wasserstoff-Hochhybrid hat Vorteil. Dank des geringeren Platzbedarfs der Pufferbatterie könnte mehr Wasserstoff an Bord mitgenommen werden, was zu einer größeren Reichweite führt. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass Wasserstoff-Hochhybrid keine Ladeinfrastruktur braucht. Bisher haben wir verstanden, wie der Wasserstoff-Range Extender und der Wasserstoff-Hochhybrid funktionieren. Wir kennen auch die Vorteile der beiden Konzepte, dass der Wasserstoff-Range Extender besonders effizient ist und der Wasserstoff-Hochhybrid keine Ladeinfrastruktur benötigt. Allerdings haben beide Konzepte auch Einschränkungen. Der Wasserstoff-Range Extender ist immer auf die Ladeinfrastruktur angewiesen und der Wasserstoff-Hochhybrid ist unter Umständen nicht immer besonders effizient. Daher stellt sich die Frage, gibt es einen Batteriemodus, der die Einschränkung beider Konzepte überwindet? Die Antwort ist ja. Mit großer Freude präsentiere ich euch den neuen H2 Batteriemodus von EC-Taro Fuel Cell, der H2-Modus. Mit diesem innovativen Betriebsmodus erreicht der Solo EC-Taro Fuel Cell eine Reichweite von bis zu 480 km, während der Gelenkszug bis zu 360 km zurücklegen kann. Und das rein nur mit Wasserstoff. Dieses Fahrzeug mit H2-Modus ist äußerst effizient. Der Solo-Fahrzeug verbraucht durchschnittlich nur 6,3 Kilogramm Wasserstoff auf 100 Kilometer, während der Gelenkszug einen Verbrauch von 9,7 Kilogramm aufweist. Damit kombiniert der neue H2-Modus maximal effizient mit Beindruckreichweite. Aber warum ist es so? Warum verbraucht der H2-Modus nur Wasserstoff und ist dennoch so effizient? Um diese Frage zu beantworten, lasse uns einen Blick auf das Antriebskonzept Wasserstoff-Plug-in-Hybrid werfen. Das Antriebskonzept für den H2-Modus. Ähnlich wie beim Wasserstoff-Range Extender besteht das Antriebskonzept aus einer leistungsstarken Batterie mit größerer Speicherkapazität und einem Brennstoffzellmodul. Doch anders als beim Wasserstoff-Range Extender, bei denen die Hauptenergiequelle elektrische Energie und Wasserstoff sind, nutzt der Wasserstoff-Plug-in-Hybrid ausschließlich Wasserstoff als Energiequelle. Die Fahrzeugleistung und Antriebsdynamik werden nicht wie beim Wasserstoff-Hochhybrid überwiegend durch das Brennstoffzellmodul, sondern durch eine Kombination aus Brennstoffzellmodul und Batterie gewährleistet. Das Geheimnis der hohen Effizienz liegt darin, dass das Brennstoffzellmodul die durchschnittliche Leistung des Fahrzeugs bereitstellt, während die Batterie den zusätzlichen Strombedarf deckt. Daher muss das Brennstoffzellmodul nicht wie beim Wasserstoff-Hochhybrid oft in ungünstigen Leistungsbereich fahren. Das Brennstoffzellmodul bleibt immer in einem optimalen und guten Wirkungsgradbereich. Das sind die blau- und grün markierten Bereiche, in denen das Brennstoffzellmodul einen günstigen Wirkungsgrad aufweist. Der Wasserstoff-Plug-in-Hybrid ermöglicht einen sehr effizienten Brennstoffzellbetrieb mit hoher Reichweite. Zudem wird keine Ladeinfrastruktur benötigt. Der H2-Modus kann aber noch mehr. Wie Sie es vielleicht vom Plug-in-Hybrid beim Pkw kennen, kann die Reichweite vom H2-Modus durch das Aufladen der Batterie weiter erhöht werden. Konkret gesagt, bei einer vollständig geladenen Batterie kann die Reichweite Solo EC-Taro Fuel Cell um bis zu 25% und des Gelenkzugs um sogar bis zu 30% verlängert werden. Eine absolute coole Sache, oder? Nur sind wir bei der letzten Folie angekommen. Der EC-Taro Fuel Cell kann entweder mit dem Antriebskonzept Wasserstoff-Range Extender oder dem Wasserstoff-Plug-in-Hybrid betrieben werden. Die beiden Antriebskonzepte bieten eine große Reichweite. Darüber hinaus wäre beim H2 Range Extender ein Downsizing der Wasserstoffinfrastruktur aufgrund des subeffizienten Brennstoffzellbetriebs möglich. Beim Wasserstoff-Plug-in-Hybrid entfällt die Notwendigkeit einer Ladeinfrastruktur. Man kann sagen, unser EC-Taro Fuel Cell lässt sich flexibel an ihre Infrastruktur passen und kann überall eingesetzt werden. Doch das ist noch lange nicht alles. Hier gibt es noch etwas Besonderes zu erwähnen, nämlich
die maximale Flexibilität. Wir bieten nicht nur ein Fahrzeug als Daimler-Basis, sondern gleich 2 Antriebskonzepte in einem. Wir bieten alle Kunden die beiden Batterie-Modi, Max Range und H2-Modus. Somit kann der e-Citaro Fuel Cell sowohl als Wasserstoff-Range-Extender als auch als Wasserstoff-Plug-in-Hybrid betrieben werden. Die Modi lassen sich ganz einfach über unsere Backend-Solution auswählen, sodass sie immer flexibel bleiben, selbst wenn die Wasserstoff- oder Ladeinfrastruktur mal nicht verfügbar ist. So ist Ihr Fahrbetrieb jederzeit gesichert. Das ist echt Zukunftsmobilität, auf die Sie sich verlassen können. Vielen Dank. Mercedes-Benz, the standard for buses.